Hallo, willkommen beim 1000 Wecker Report. Heute mit dem Thema: Jetzt Penny Gold und Silberaktien sind die größte Investmentchance des Jahrhunderts. Disclaimer. Zum Beispiel Coeur d'Alene Mines stieg während der großen Silberhause von Anfang der 60er Jahre bis 1968 von 2 Cent auf 20 Dollar. Und generell in dieser Phase stiegen Silber Penny-Aktien am Spokane Stock Exchange keine weniger als um das 160-fache. Das war Anfang der 60er Jahre. Und zwar, Silber löste sich von seinem staatlich verordneten Preis von 1,29 Dollar und stieg auf etwa 6 Dollar pro Unze. Das auch zum Ende der Silberbeimischung in den Umlaufmünzen führte. Nun stehen wir vor einem ähnlichen Anstieg, vermutlich vor einem ähnlichen Anstieg. Hier sehen Sie nochmal, was denn real damals stattgefunden hat. Das eine ist eine 5-Franken-Stück von 1953, noch mit 12,5 Gramm Silber. Und die andere 5-Franken-Münze ist der erste Jahrgang nach dem Silberentzug 1968. Also 1967 hatte man Schluss mit dem Silber in den Münzen gemacht, weltweit. Das ist auch in Deutschland so, in den USA so gewesen und eben auch in der Schweiz. Ähm, ja, also okay, das ist keinem weiter aufgefallen, aber Sie sehen, mit was für einer riesigen Investment Opportunity diese Silberverknappung vonstatten gegangen ist. Also es ist im Grunde genommen so gewesen, die haben also 1,29 eine Zeit lang festgehalten. Übrigens damals 1929 ist Silber sogar auf 25 Cent gestiegen, ist dann langsam auf 1,29 Dollar gestiegen. Da hat man es dann, sag ich mal, in den 50er und Anfang 60er Jahren eben stabil gehalten. Was ist passiert? Es wurde trotzdem immer mehr Silber exportiert und es ist ins Ausland gewandert und dann hat man die Reißleine gezogen und die Silberdeckung der Unzen entfernt, also im Prinzip den Silberpreis freigegeben. Und das Interessante ist, das ist passiert, wo der Goldpreis immer noch stabil gewesen ist. Der war ja bei 35 Dollar sozusagen festgesetzt worden und das im Prinzip dasselbe passiert, aber einfach später. Und 1971 wurde dann der festgesetzte Preis von 35 Dollar auch freigegeben. Silber im Grunde genommen früher. Das ist ziemlich interessant. Nun können wir im Grunde genommen die Situation mit der heutigen Situation vergleichen. Auch jetzt versucht das Bankensystem oder nennen wir es auch politisches System, das ist ja ein und dasselbe mehr oder weniger, versuchen Silber so wie damals bei 1,29 festzuhalten. Auch hier kommt es zu einer erhöhten Silbernachfrage. Die Comics, wissen wir, haben Lieferschwierigkeiten. Und jetzt ist einfach die Annahme, dass eben genau dasselbe jetzt mit den Silberaktien passiert. Die dürften genauso steigen wie damals. Das ist der Extremfall, der um das Tausendfache gestiegen ist. Aber viel interessanter ist, dass von diesen Silber-Penny-Stocks keine weniger als das 160-fache gestiegen ist. Und das ist eine ganz, ganz enorme Opportunity, die wir jetzt auch meines Erachtens nutzen sollten. Deswegen müssen wir einfach von Top Silver Penny Stocks, aber am Ende auch Gold, Silber Stocks, da passiert im Grunde genommen dasselbe steigen und deswegen können wir hoffentlich solche ähnlichen Anstiege wie damals erwarten. Das ist damals im Prinzip keinen aufgefallen und auch heute wird einen die ganz große Chance jetzt bei dem steigenden Silberpreis nicht weiter auffallen. Aber ich denke, wir werden ähnliche Resultate sehen. Deshalb ist das so ungeheuer interessant. Also das ist alles schon mal da gewesen und das wiederholt sich. Also im Prinzip, was wir lernen müssen, sie versuchen halt, den Silberpreis stabil zu halten. Damals waren das 15 Jahre oder 10 Jahre mehr oder weniger bei 1,29. Am Ende können sie es nicht und der Silberpreis bricht massiv aus. Wohin er steigt, über 50, 58 haben wir ja mal gesagt, vielleicht auch höher, wird man sehen.
aber irgendeine ähnliche Magnitude wie hier damals in den 60er Jahren dürfte das auch haben. Und die Begleiterscheinungen sind eben, das ist eben die größte Jahrhundertchance, sind meiner Meinung nach eben die Anstieg der Penny-Gold-Aktien, Penny-Silber-Aktien mit sehr großen Ressourcen, die dann schlagartig bewertet werden. Und ich denke mal, es passiert ist auch ein schleichender Prozess. Step by Step wird das große Geld auch in diese Penny-Stock-Aktien reingeben. Man wird den Silberpreis versuchen, noch so ein bisschen festzuhalten, aber am Ende wird man ihn loslassen und er wird auch Richtung Dollar 50 gehen. Das ist exakt, was von Anfang der 1960er Jahre bis 1968 passiert ist. Ja, hier nochmal ein angehender Gold-Kupfer-Produzent aus den USA, der auch aktuell ausbricht. Rechts sehen Sie das aktuelle Chart, hat den Boden gefunden, ist ein höheres Tief sozusagen, sollte jetzt auch wieder nach oben gehen. Sie sehen vom letzten Goldaktienboom, von wo die Aktie herkommt, fast 16, 17 Dollar, jetzt auf circa 4 Dollar gefallen. Sie hatten ein sicheres Rechtsgebiet, die agieren hier in Nevada beispielsweise Idaho, wo ist das andere? Schauen wir nochmal auf die Projekte. Das CK-Gold-Projekt ist ein Wyoming, ist ein fortgeschrittenes Gold- und Kupferexplorationsgebiet im Südosten Wyoming. Dort haben sie eine Million Unzen Gold Low Grade und 248 Millionen Lips Kupfer. Und dann haben sie noch das Goldprojekt Kalis, befindet sich 75 Kilometer südwestlich von Salmon, Idaho. Eine geschätzte Ressource um 313, Mediumgrad 1,4 Gramm pro Tonne mit wirklich deutlich weiteren Explorationspotenzial. Und dann haben sie noch das Keystone-Projekt in Nevada. Das befindet sich auf dem produktiven Cortes Gold-Trend, einer der aussichtsreichsten Mineraltrends der Welt. In den vergangenen 50 Jahren wurden im Cortes Trend und Carlin Trend in Nevada mehr als 245 Millionen Unzen Gold gefördert, 10 Meilen südwestlich von Barracks Cortex Hills Mine, 20 Quadratmeilen. Der Trend, also das Gebiet beherbergt zahlreiche Weltklasse-Lagerstätten, NGM, Pipeline, 21 Millionen Unzen Gold, Cortex Hill, 15 Millionen Unzen Gold, Goldrush-Projekt, 10 Millionen Unzen Projekt. Ja, und das ist halt der Joker bei diesem Unternehmen. Und das wird möglicherweise irgendwann mal in die Bewertung einfließen. Es wird irgendwo ein Potenzial von 1 bis 10 Millionen Unzen in Nevada, ähnlich diese anderen Projekte vermutet. Sie wissen ja, wenn der Goldpreis nachher hochgeht, dann werden die Anleger oder die Anlegergruppen viel mehr auf solche Meldungen achten. Und das ist dann vielleicht das Superlativ, das diese Aktie dann enorm steigen lässt. Ich meine, wir wissen ja, wie verrückt diese Goldbullenmärkte sind. Wir kennen das ja vom Brexit-Skandal von 1993, 96. Das war ja ein Goldunternehmen in Indonesien. Dort einfach leichteste Gerüchte, dass da Gold wäre, hatte die enorm hochtreiben lassen. Hier haben sie real eine Goldwerte, eben das theoretische Potenzial von 10 Millionen. Das könnte der Joker sein. Und in einer Mania-Phase werden diese Projekte dann ganz schnell bewertet. Deswegen ist es meines Erachtens immer wichtig, auch Gold- und Silberaktien mit Superlativen äh, zu erwerben, die im Augenblick eben noch nicht bewertet sind, aber möglicherweise in einem wirklichen Gold- und Silberboom auf einmal bewertet sind. Das macht das möglicherweise so interessant. Das ist sicherlich mal ganz interessant anzusehen, das Unternehmen. Und es ist auf alle Fälle interessant, wenn es wirklich zum Goldboom kommen wird, inwieweit dann solche Aktien, wo die dahin steigt. Also es kann enorme Ausmaße aufgrund dieser Story bringen. Ja, generell der Goldaktienbullenmarkt der 1970er Jahre, das ist das, was mich so fasziniert. Damals sind Goldaktien von 15, 20, 10, 20, 30, 40 Dollar gestiegen. Gar nicht so selten konnte man aus 1000 Dollar eine Viertelmillion Dollar machen. Einfach unglaublich. Strukturell sind Goldaktien im Verhältnis zu Gold enorm unterbewertet, wie Sie hier sehen. Sie sehen im Grunde genommen, hier werden die Assetklasse Goldaktien allgemein mit Gold in Relation gesetzt. Und Sie sehen, dass die Goldaktien in Relation mit Gold seit 1996 fallen, kaum erklärbar. Aber was ganz offensichtlich ist, sie haben einen Boden gefunden
Und bei der leichtesten Gegenbewegung müsste dieser, dieser, diese Aktien gegen Gold müssten brachial ausbrechen. Und das ist noch nicht passiert. Wenn das passiert, dürfte das enormer Treibstoff für die Goldaktien sein und diese größte Rallye, Goldaktienrallye aller Zeiten meines Erachtens einläuten. Ja, also Ausrichtung des Investieren an die kommenden Ereignisse. Das Problem, die Ereignisse, die vor uns liegen, haben eben die Qualität, dass sie, weil die so eruptiv und für die Massen unvorhersehbar kommen, dass sie eigentlich totale Vermögensvernichter an sich sind. Aber ich nehme mal an, wenn man sich ganz gezielt darauf vorbereitet, jetzt zum Beispiel im Grunde genommen weitere Zerfall, erst schleichend, dann galoppierender Zerfall der Währung, vielleicht mit einem Systemcrash, das ist unheimlich negativ an sich, aber man kann möglicherweise, wenn man sich damit beschäftigt, auch davon profitieren. Und das sollte eigentlich das Ziel sein. Wir können nichts für die Eruptionen, die vor uns sind. Das haben Generationen von Politikern und Leuten, die diese gewählt haben, aufgebaut. Diese Schuldenberge, die werden sich entladen, in jedem Fall. Und das führt auf alle Fälle dazu, dass die Leute weltweit mit Gold und Silber versuchen werden, ihre Kaufkraft, ihre Lebensersparnis etc. zu erhalten. Und Experten haben ausgerechnet, dass Gold in einer ganz extremen, sage ich mal, Situation bis auf 8.000 Dollar Kaufkraft, heutige Dollar Kaufkraft bei Gold steigen können und Silber 200 bis 400. Das ist, sage ich mal so, dann das absolute Peak. Und bevor das passiert, äh, sollte es eine Goldaktienrallye gehen, weil Goldaktien im Allgemeinen vorher anzeigen, dass Gold und Silber steigen. Also die steigen quasi im Vorfeld, sind eigentlich meist immer völlig zerstört, auch noch durchaus wie ein Augenblick. Dann kommen sie quasi zurück zu den Lebenden, kriegen einen enormen Bewertungsaufschlag und man kann dementsprechend mehr Gold und Silber kaufen. Also im Grunde genommen jetzt Goldaktien investieren, wenn dann Gold bei 2.300, Silber bei 50 ist, von diesen Goldaktiengewinne erheblich mehr Gold und Silber kaufen und dann mal schauen, was dann früher oder später passiert, ab welcher Situation dann, sage ich mal, normale Aktien, normale Topfonds interessant sind. Und dann kann man sozusagen in die Produktivität wieder investieren. Aber dazu muss eigentlich das System muss seine Schulden bereinigen. Der Inflationsexzess und der wird kommen. Also und die Gold- und Silberpreisübertreibung wird kommen und die muss man verkaufen und wechseln in dann, was auch immer an Produktivität übrig bleiben. Wenn man das macht und einfach mal hochrechnet, kommt man auf wahnwitzige Ergebnisse. Also wenn man 200 Dollar investiert, man unterstellt, man macht für 25-fach da mein Geld, dass man diese extrem unterbewertete Goldaktien im Schnitt kauft und dann mehr Gold und Silber, das wiederum im Schnitt um das Vierfache an Kaufkraft zulegt. Und dann am Höhepunkt des Inflationsexzess, nenne ich es mal, oder Übertreibung von Gold und Silber, kann man dann das Wechseln in Produktivität und das hat eben 1980 gezeigt, wenn diese Inflationsexzesse vorbei ist, dann geht eben sinkt Gold, das geht seitwärts, da ist keine Rendite für die nächsten 20 Jahre zu machen. Aber dann ist der Weg für inflationsfreies Wachstum bei Aktien frei. Und nach diesem letzten Goldboom der 1980er Jahre hat die normale Aktienrallye genau 20 Jahre gedauert. Also man kann davon ausgehen, dass man dann 10 bis 20 Jahre gesundes Aktienwachstum hat. Und wenn man eben das eben verkettet, kommt man auf solche wahnwitzigen Ergebnisse. Und das ist angesichts dieser Rentendiskussion etc., die wir im Augenblick haben, doch unter Umständen ein Ausweg, weil man kann ja von diesem Typus hier, von diesen Ketten im Grunde genommen zwei pro Woche oder so investieren. Man kauft einfach, wie gesagt, jede Woche die ein oder andere Goldaktie, alles vor dem Hintergrund, das kann mir das Ergebnis bei einigermaßen klugen und natürlich auch glücklichen Händchen bringen. Und damit ist das Rentenproblem gelöst, das derzeit unlösbar scheint. Aber das wird natürlich nicht gesagt, weil die Politiker animieren einen natürlich linear zu investieren, sage ich mal. Ein System, das kippt, noch befeuern, macht wenig Sinn. Das ist wie auf der Titanic im Grunde genommen nochmal besonders stark
Kohle auflegen, um heizen zu können, um nochmal eine Festbeleuchtung hinzugehen. Das macht keinen Sinn. Diese Prozesse, die hier laufen, sind, sehen Sie, das ist ein 200-Jahre-Chart unten. Die kann man nicht beeinflussen mit Wunschdenken. Und diese ganze Politik, diese ganzen Statements von den Banken so, sollen meines Erachtens eigentlich nur von dieser simplen Wahrheit ähm, ablenken. Wir haben noch einen vor uns enormen Vermögensverlust bei produktiven Assets wie normalen Aktien oder auch Immobilienpreisbewertungen. Und das kommt erst zum Stopp, wenn man mit einer Unze Gold einen Dow kaufen kann oder das vielleicht geht noch so runter wie 1980. Das ist dann der Extremwert, dann sind die Schulden abgebaut, dann sind alle im Gold und Silber und dann kann man dran denken, wieder in produktives Wachstum zu gehen. Also also das muss man berücksichtigen, äh, wenn man hier erfolgreich investieren will, aus meiner Sicht. Ja, 1000-Becker-Report, wir versuchen solche Goldaktien zu investieren, zu identifizieren, am moderaten, sehr hohen Risiko zu ordnen, Potenzialfaktor zu errechnen. Eben auch eine Exit-Strategie haben wir entwickelt. Was kauft man, wenn dieser Boom vorbei ist? Ja, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit gefallen hat. Vielleicht die Glocke betätigen, dass Sie über neue Videos sofort informiert werden. Ja, vielleicht auch ein Like geben. Das würde dazu führen, dass auch anderen YouTube-Zuschauern dieses Video dann aufgezeigt werden würde. Also nochmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.